Hallo liebe Hundefreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Louis und im heutigen Video sprechen wir darüber, ob die Rasseliste etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. In diesem Sinne, viel Spaß! Wenn du noch kein Rudelmitglied bist, dann kannst du gerne diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Und wenn du mehr von uns und unseren Hunden im Alltag sehen möchtest, dann kannst du gerne mal auf Instagram vorbeischauen, denn dort zeigen wir viel mehr Ausschnitte aus unserem Leben. Jetzt stellst du dir bestimmt die Frage, warum wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Ist die Rasseliste gut oder schlecht? In den meisten Köpfen der Menschen ist es so, dass die Rasseliste etwas Negatives ist und die muss einfach abgeschafft werden, damit einfach alle Hunde gleichberechtigt sind. Denn es gibt keine aggressiven Hunde, es werden keine aggressiven Hunde geboren, die Menschen machen die Hunde zu aggressiven Hunden. Und genau darüber möchten wir dann genau sprechen, ob es dann wirklich so sinnvoll ist, die Rasseliste abzuschaffen, wenn der Mensch das Problem ist. Wir haben jetzt mit der neuen Serie gestartet. Rasselisten allgemein, was das ist, welche Gesetze gelten in welchen Bundesländern. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, heute darüber zu sprechen, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, was das überhaupt ist und welche Voraussetzungen du erfüllen musst, wenn du dich für einen Listenhund interessierst. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Was denken wir dazu? Finden wir die Rasseliste gut oder schlecht? Wir müssen sagen, und das obwohl wir selber Besitzer von Listenhunden sind, dass die Rasseliste etwas Positives ist. Es ist nichts Negatives. Es gibt nur eine Sache, die negativ ist, dass nur bestimmte Hunderassen auf dieser Liste sind. Denn wir haben das Ganze auch mal ausgerechnet, wir haben mal unterschiedliche Statistiken rausgeholt und wir haben beispielsweise alle Listenhunde, die es in Deutschland gibt, und da sprechen wir nicht nur über die Kategorie 1, sondern auch über die Kategorie 2 in allen Bundesländern. Ich glaube, das sind knapp 30 Hunderassen, die auf diesen Listen vorhanden sind. Wir haben sogar diese Hunde alle in einem Topf gesteckt, alle diese Rassen als eine Zahl genommen, und es gibt sogar Hunderassen, die deutlich mehr auffällig sind als dieser gesamte Pott der Listenhunde. Aber diese Hunde sind nicht auf der Liste und dann stellt man sich die Frage, warum? Und genau das ist eben ein Punkt, den wir persönlich nicht gut finden. Denn oftmals ist es so, dass es überhaupt kein Problem ist, sich einen Hund der Kategorie 2 anzuschaffen. Hunde der Kategorie 2 können aber auch potenziell gefährlich werden. Aber auch Hunde, die weder auf Kategorie 1 noch auf Kategorie 2 sind, sind auch potenziell gefährlich bzw. können potenziell gefährlich werden, wenn die Besitzer nicht richtig mit den Hunden umgehen können. Als wir uns interessiert haben, uns einen Listenhund anzuschaffen, mussten wir wirklich einige Auflagen erfüllen. Und das finden wir gut so, denn es ist leider so, dass Hunde allgemein, unabhängig von der Rasse, oftmals als Statussymbol benutzt werden. Aber als Statussymbol im negativen Sinne. Oft haben diese Menschen halt vielleicht gute Absichten, merken aber dann gar nicht, dass die Reize, die sie den Hunden weitergeben, nicht die richtigen sind. Und dann werden die Hunde auffällig. Wir haben einen American Pit Bull Terrier und einen Amstaff. Bei Amalia, unser American Pit Bull Terrier, ist es eben so, dass sie eine sehr klare Führung benötigt. Und mit diesem Hund muss man arbeiten. Amalia in unerfahrenen Händen, ich sage in Anführungszeichen unerfahren, in Händen von Menschen, die die Hunde nicht richtig verstehen und nicht die richtigen Reize geben können, kann dieser Hund potenziell gefährlich werden und auch Schaden anrichten. Wenn du jetzt aber denselben Menschen einen Schäferhund in die Hand drückst, dann wird dieser Hund genauso auffällig werden wie jetzt beispielsweise Amalia. Ja, also wenn dieser Mensch auch Amalia halten würde. Nur ist das Problem, dass dieser Mensch bei einem Schäferhund 0 Auflagen erfüllen muss. Jetzt nicht nur der Schäferhund, es gibt noch genug andere Hunderassen. Allgemein Jagdhunde, die sehr, sehr triebstark sind, die können allgemein potenziell gefährlich werden. Aber auch kleinere Hunde. Wir können von einem Fall berichten, den wir trainiert haben, von einem kleinen Mischlingshund, der gerade mal 10 Kilo schwer ist. Dieser Hund hat seine Besitzerin in die Ferse gebissen. Dieser Biss war dann so dramatisch, dass die Besitzerin öfter operiert werden musste und somit
bis heute nicht richtig laufen kann. Und hier könnt ihr sehen, es ist egal wie groß der Hund ist, jeder Hund kann potenziell gefährlich sein und jeder Hund kann auch einen großen Schaden anrichten, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, es gibt 3 Kategorien, Kategorie 1, 2 und X. Die beste Kategorie ist in unseren Augen die Kategorie X, denn dort unterscheidet man nicht zwischen unwiderlegbar aggressiv und widerlegbar aggressiv. Und bei der Kategorie X würden wir uns beispielsweise wünschen, dass alle Hundebesitzer bzw. alle Hunderassen, die es gibt, alle in diese Kategorie X reinkommen, damit die Hundebesitzer sich schon vor der Anschaffung Gedanken darüber machen, welchen Hund sie sich anschaffen und wie sie diesen Hund richtig trainieren bzw. erziehen sollen. Und deswegen denken wir, dass es eine gute Sache ist, die Rasseliste zu haben, nur sie sollte einfach für alle Hundebesitzer gelten. Und im Grunde genommen ist es nichts Schlimmes. Du musst nur ein paar Auflagen erfüllen, ein sauberes Führungszeugnis haben, mindestens 18 Jahre alt sein, Haftpflichtversicherung haben, Wesenstest machen bzw. eine Sachkunde machen. Und im Oberbegriff kann man sagen, dass es eigentlich eine Vorbereitung auf den Hund ist, eventuell ein bisschen sogar als Hundeführerschein sehen kann, was aber nicht so ist. Es ist kein Hundeführerschein, die Rasseliste, oder beziehungsweise die Auflagen, die du erfüllen musst. Aber was wir halt eben als positiv empfinden, Menschen, die halt eben einen Hund haben, der sich auf der Rasseliste befindet, die beschäftigen sich oftmals viel intensiver mit dieser Thematik als Menschen, die überhaupt keine Auflagen erfüllen müssen. Und deswegen sind wir Befürworter der Rasseliste und wir sind nicht dagegen. Wenn wir jetzt beispielsweise darüber nachdenken würden, dass sich jeder x-beliebige einen Listenhund anschaffen kann und wir wissen, dass dieser Mensch einfach nicht hundetauglich ist und ihnen dann quasi alle Türen geöffnet werden, wenn er sich so einen Hund holen will, dann ist es wirklich sehr gefährlich. Und teilweise passiert es ja, nur nicht mit diesen Rassen, weil da bestimmte Auflagen erfüllt werden müssen, aber mit genug anderen Hunderassen, die sehr viel gefährlicher sein können, weil sie eben auch eine Aggression gegenüber Menschen haben und dort eben keine Auflagen erfüllt werden müssen. Und wenn das eben der Fall ist, dann bringt die Rasseliste auch nichts und die Rasseliste soll ja im Endeffekt die Bevölkerung schützen, was ja auch legitim ist ja auch vollkommen verständlich. Aber die Bevölkerung wird dadurch eben nicht geschützt, sie wird nur vor bestimmten Hunderassen geschützt. Aber bestimmte andere Hunderassen, da ist die Gefahr immer noch da, dass sie halt eben potenziell gefährlich sein können. So Freunde, wenn ihr jetzt anderer Ansicht seid, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare reinschreiben und lasst uns mal offen darüber diskutieren. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, wenn dir dieses Video gefallen hat. Gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und in diesem Sinne, liebe Hundefreunde, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Halt die Ohren steif und immer der Nase nach. Ciao.